Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Liebe Freundinnen und Freunde des Heinefunks, ihr hört jetzt gleich Heinefunk-Folge 128. Das ist etwas Besonderes und deshalb meine Erklärung zu Beginn. Ihr hört zunächst ein Interview mit Pascha, einem ukrainischen Schüler am Heine, und mit Kira, einer Schülerin vom Heine. Und danach noch ein Interview mit Frau Lekhiv, die unsere Ukraine-Klasse betreut. Und weil das terminlich nicht alles so klappte und wir verschieben mussten, sind diese Interviews jetzt hintereinander zu hören. Und auch noch geplant waren sie als Folgen 126, aber jetzt sind es also 128. Viel Spaß damit! Ich mach so Madame et Monsieur. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 126. Wir haben heute den 29.04.2022. Ich bin der Kai, an meiner Seite ist einmal die Caro. Hi. Und unsere Gäste sind die Kira und der Pascha. Hi. Hello. Also, bitte stellt euch einmal kurz vor, so introduce yourself. Okay. My name is Pascha. I'm 15 now. I'm learning in 9th grade. And I come from Ukraine, from Vinnytsia. We came here like... Okay, ich bin Kira, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe hier in die 10. Klasse und ich komme aus Oberhausen. Okay, gut. English. So... The first question is to Kira. When and why did you decide to take Pascha into your home? Did you know Pascha beforehand? Well, I did not know Pascha and his mother beforehand. We took him on the 16th of March. And he lived with us till now. Okay. Well, how did you come up with the idea to offer shelter to, like, anybody? Because it's a really huge task. You have to offer them a place in your home. Yeah, well, actually, my family wasn't really thinking about that. Only my oldest brother and his wife. They really wanted to take refugees in their apartment. And so, yeah, they actually had the idea. Oh, so now Pascha and his mother are basically sleeping with your big brother? No, they live in our house. Oh, okay. All right. Yes. So, to Pascha, did your family come with you, and when yes, who came with you? Yes, my family came with me. I came here with my mother. Okay, with your mother. So now I want to ask, how did you manage the whole situation in terms of housing? So how did you two get to know each other? So were there like any sort of switching centers? Because you said you didn't know him beforehand. Well, yeah, my oldest brother and his wife had a photographer on their wedding, and that photographer is actually from the Ukraine. And Christopher and Rashna, my brother and his wife, they really wanted to help, so they asked if any help is needed. And so she said, yes, I have a son and his mother who need shelter. And so they said, yeah, well, we can take them. And so for a weekend, they actually lived at their apartment. But then because their apartment isn't the biggest living space, they came over to our house. And so now they live with us. That's very generous. Yeah, and it's really nice. So now you two know each other. So what's the situation like? Are you two like roommates maybe, or even closer friends or friends maybe? How would you define your relationship with each other? Well, he actually lives in my second room with his mother, so Okay. they have an own room. And I mean, I always tell Pascha that for me, they're already like family. No? So yeah. It's really sweet. Yes. So, a question to both of you. How do you deal with the situation emotionally? How do you feel about it? Want to start? You can. Okay. Well, for me, emotionally, it's not that big of a difference. I'm just really happy that we can help, and sometimes it's really emotional to see
how they react to if they hear about what happens in their hometown. But I think that you're really glad that you got help, right? Yes. Yeah, I mean, it's really nice. I'm really glad that we could help, and they're like family for me. That's cool. And how do you feel, if you want to talk about it? Yes, I think I feel good now because I got a help from Kira, and I really feel like this is my second German family. This is very glad for me. Yes, and I am now trying to getting used for German life because it's quite different from Ukrainian, and Germans are like more strict and some rules are very strange for us. That's true, because Yes. Germans can be very picky and needy and strict sometimes. Yes. That's true. Yes. So, Pascha, how and when did you decide to leave your home? Which city do you come from? I come from Vinnytsia. We decided to come here, like in I think the second week of war, because I had like some relatives here, and it's like I can't find English word. No problem. But can you maybe explain where your city is in the north and the south of Ukraine? I don't know. The north is here. Yes. I think in the middle of Ukraine. It's near Yes, Kiev. and Ah. they were near Kiev, Russian army. So we decided to go because some rockets dropped down near our city, and we saw that it can be too late if we go like later. So I talked with my brother. He lives in Germany also, but he has very small apartment, so he can't help us with room something, but he helped like in other ways. And we talked a bit, and I told my mother I'm ready to go if she want, and we went here. Did you stay in contact with your family? So there are some relatives in the Ukraine still, right? Yes, my brother is in Ukraine now. He's not a soldier, but he like protect his own house, and if someone come in our city, he can fight. Yes, That's and really now strong. he's like internet warrior. Oh yeah. Hacker. Yes, Oh, he acts like a hacker or something? yes, he like destroying Russian websites Oh, really? and like make spam to Telegram channels. Oh, that's really strong, I think. Yes, That yes. sounds cool. And my grandmother also live in Ukraine now. She now is giving a shelter to people from Zaporizhia. Okay. Yes, so we are help too. And when I was in Ukraine, I also like do some volunteering stuff. Yes. So maybe we speak of your new home now. So do you feel at home in Germany? Are you happy here, or is that you're not really feel it like there's a home here in Germany? When Kira's family helped us, they made really huge efforts to make us feel like we are in home. And now, I think, yes, I feel really happy. I have friends, German friends, Ukrainian friends here, so I can talk with them. I can be like a normal kid. Yes. Yes. Okay, like that's a new home for you now. Yes. Yeah. Okay. That's cool. What do you like to do with your free time? So probably spend time with your new friends? Yes. Earlier, I lived in camp, like for Ukrainian refugees, and I made some friends here, and we with Kira like to go there and spend some time, yes, go for a walk. I was yesterday in camp. Oh, that's cool. What are you missing most? So what are your first impressions? So have you a few words that you're missing the most from the Ukraine here in Germany? I think people, my friends, yes, I miss them, because we can't contact as much as we can in Ukraine, and like
I don't think that I come back to Ukraine and it's hard for me. I'm missing like my culture. Yes. Can you stay in contact with them? Or? Yes, we talk now on phone, but it's not the same. Yes. Yes, and like we like to go for a walk in some woods, maybe like blow some fireworks. Yeah. And in Germany, no, we can't do this. Yes. No, there are too many strict rules saying, Yes. oh no, due to law 121, it's not allowed to do that. I don't know. Sometimes there are some understandable rules, but sometimes they're like not really that fitting. I don't know. You told us earlier that you go to school. Where exactly do you go to school? Now I am going to Heinefunk-Gymnasium. All yes. right. And I went here 2 weeks, 1 month ago, like a guest. Yes, in German class. So I have already know how like learning systems, what learning system is here. And now I'm attending in international class with also 8 Ukrainian kids. And now we are learning German. All our lessons are German, like 6 German lessons per day. Yes. All right. Yeah, we actually have a so-called Willkommensklasse here since Wednesday, and there is Mrs. Lekhiv. I think she leads that class because I think she's Ukrainian. Is that right? Yes. And what do you do here else? What else do you do here? You learn German, as you said, 6 hours per week, and what else? Do you have some maths or maybe English? And now we are learning only German, but we expect to have other lessons in few weeks, maybe a few months. Okay. Yes. But many children want to have other lessons, but they don't know English, and it is difficulty because only Frau Lekhiv can speak Ukrainian. Yeah, of course, you also need to have some basis of German and or English to communicate better with each other, of course. How's the Ukrainian school system actually constructed? So you said you do now know the German school system, but are there any differences from the Ukrainian one? Not much differences, but yes. Like the biggest shock for me was like summer break. We have in Ukraine the whole summer a break. Yes. Yes. And in Germany only 6 weeks. And I thought, why? You need a rest in summer. You don't have to go to school in sunny weather. Whoa. To stay outside. And the other thing is that in Ukraine we go to school only for 11 years. So 11 maybe yes, education is more complicated in Ukraine. And like your 10th grade maybe is like Ukrainian 9th grade or 8th. Oh, okay. Yes. And in Ukraine we don't have like pairs of lessons without breaks. We have lesson break always, and breaks don't have like only 20 minutes breaks. We have like 10 or 15 minutes break. Also a lot of very short breaks. Yes. All right. So again, a question to you, Pascha. Do you think of a future in Germany? Have you some inspirations that you want to do in the future? In Germany, my father was a lawyer, so maybe if I can, I want to be a lawyer too in Germany. Okay. It's very interesting for me. And yes, I want to learn German at first, Yes. and then maybe try to live in Germany, because Germans are, I think, they are strict, but they are interesting people. It's interesting. Interesting. Well, Kira, how has your life changed since Pascha lives with you? He lives like for 1.5 months now here with you. Not much, actually. It hasn't really changed a lot because, our house is fuller, but I actually like the company, and the only thing that really changed is that his mother really likes to cook, and she cooks delicious food, Ukrainian food. And so we get a lot of delicious food and dishes. And I just have another brother, I would say at home, and more company. But nothing changed like negatively, just positively.
Well, that's cool to hear that there are only advantages, like that you now have another brother and now that his mother really cooks well. Yes. That's good to hear. Yes, Pascha, do you have any hobbies or something doing like sports, or have you something that you say, yeah, I like that very much, like drawing, play football? Yes, yes. I like to play sports, like many different sports, but in Ukraine, my favorite, I don't know, it's sport, but like climbing. Yes. We have in our in school gym, like climbing wall, and like, yes, we have like in spare time after school, we have like a lesson, special lessons. Oh, okay. And it was very interesting because like some people are afraid of like heights and of heights, yes. And we do a lot like dangerous things, and yes, you have adrenaline, and it's cool. And also like for more mental sport, I like chess. Yes. Oh yeah, you know how to play chess. Yes. I won almost all Kira's family in chess. Oh, actually. Yes, you did. So, what can we do as listeners to help others? So maybe another question is, when can I take another person into my home? When do I know if I'm ready for it? Do I have to have a lot of space? Do I have to give them a singular room, a singular bathroom, a singular kitchen? How exactly do I know when to take another refugee into my home? I definitely say that you do need room in your home. But I don't think that you can share a bathroom or something. Like, that's not the problem. It's just that you do need space. Like, it can't be too much of a full house. And what you can do to help is, if you want to donate, then of course money is great. But I think the things they really need is like clothing and things, not money, which really help them. And yeah, and to also know if you're ready to take a refugee, it's important that you think about that you need to help them with finding an apartment and stuff. So you do need time and space. Yeah. Well, Pascha, how would you describe Germany? Because you said there are some strict rules in Germany, are some very interesting people. What is your further impression? How would you describe them with maybe a few words? It's hard to say, I think. But Germany is like country with very high level of life, I think. Yes. Okay. I haven't seen any like hobos or poor people here. And, but for that life, you need to do some rules. And German people are like afraid of COVID much, I think, because even if now is no mask, you can not wear a mask if you want. At school maybe, but almost all pupils wear a mask because they are afraid, and even in school, our teacher told us that you can't stay in cabinet in a break, because if like fire starts, they can't take you, so you have to stay outside, and we don't have something like that. And people are interesting because some of them are talkative, really. And even we with friend yesterday stayed at bus stop and talked some about German, yes. And other people tried to help us to explain something and to explain like German culture to make us feel better here. And I like that. And I also like that German is multicultural, yes. And you have opportunity to live in Germany if you are in other nation and no one like tells something bad for you. And all people like support you and help you, and it's very good, I think. That's kind. Can I ask a question? It's for me because I want to know, what was your favorite subject in school? So my favorite subject in school
is math, because in Ukraine I was like a champion of some math competitions. Yeah. Even like I was in all Ukraine competition. Oh. In fact, to like compete there, you have to win your town competition. Then like your don't know the word. Town and then maybe a regional? Yes, regional competition. And only then you can come to like all Ukrainian. And I had third place in 7th grade. Yes. Wow, congratulations. Thank you. I'm not that good in math. Me neither. Maybe if you are interested in more maths, and maybe if you can speak even more German, we have a thing called Känguru-Wettbewerb in Germany, which is also a highly renowned maths competition in Germany, which is also all around Germany if you come really far. And we also have the Mathe-Olympiade, I think. Yes, Is it called? I think Yes. also. There are also different rounds. So basically, first for your city, then for your, we call it Bundesland here, so for your greater region basically, and then for whole of Germany. So I think that would be fun for you. So I would say thank you for the short but very nice interview. You did really well with the questions. And I would say if you want to donate or help others, I would say don't hesitate and really do, because I think these people really need help. And ja, das war's jetzt eigentlich auch auf Englisch. Jetzt dieser sehr unelegante Übergang. Falls euch diese etwas kürzere, aber trotzdem interessante Folge gefallen hat, dann könnt ihr unseren Podcast natürlich sehr, sehr gerne abonnieren. Wir sind auf jeder Podcast-App. Einfach in die Suchleiste Heinefunk eingeben. Und ja, wir sind auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music und auf YouTube. Auf YouTube ist nur ein Standbild, jetzt ohne Video, keine großen Hoffnungen. Und wir sind auf Instagram, Facebook und Twitter. Und wer uns gerne per E-Mail was schreiben möchte, der kann das über heinefunk@heinefunk.de. Wir freuen uns über jedes Feedback, Folgenvorschläge, neue Ideen, alles Mögliche. Wir werden demnächst ganz viele neue Lehrer interviewen, die ab Mai zu unserer Schule kommen. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Und da werden wir die alle ganz ausführlich vorstellen. Jeder kriegt seine eigene Folge. Und ja, das war's jetzt von meiner Seite. Ja, von meinen eigentlich auch. Wollt ihr noch was sagen? Do you want to say something? Or Yes. I think like Ukrainian kids really need help there, and they like when some German like people go volunteering and talk with them. And you haven't to be afraid or something. We are like not shy in Ukraine. We are really talkative, so you can just go visit us, and yes. Yeah, I definitely think don't hesitate to offer help, because they are really, really glad if people want to help. So you heard it. Really help them because they need it, and don't be shy. Talk to them. So just make friends. They're really friendly. They're also human. And yeah, I think that's a really nice finishing word. And I would say goodbye. bye. Bye. Tschüss. Warte auf den Knopf hier zwischen. Zurück zum Vorspiel. Ja. Zurück zur Heinefunk-Folge 126. Und zwar wird das hier jetzt ein zweiter Teil, den wir jetzt einfach so spontan entschieden haben, dran zu hängen. Heute haben wir jetzt den 19. Mai 2022. Ich bin Caro, an meiner Seite ist wieder der Kai. Hallo. Und ja, also gerade haben Sie wahrscheinlich schon das Interview mit Pascha und Kira gehört. Und da wurde ja schon ganz viel über die Ukraine erzählt. Und jetzt dachten wir uns, komm, wir führen das hier mal weiter und reden ein bisschen über die Willkommensklasse mit Frau Lekhiv. Stellen Sie sich doch kurz vor. Ja, hallo alle zusammen. Ich bin Frau Lekhiv, unterrichte Englisch und Spanisch an unserer Schule, komme aber selber auch aus der Ukraine. Ja, also was machen Sie denn hier jetzt im Moment? Sie sind ja Klassenleitung, glaube ich, von der ukrainischen Klasse oder so. Genau, ich bin inoffiziell die Klassenlehrerin von der Willkommensklasse. Vielleicht erzähle ich einfach ganz kurz, was eine Willkommensklasse ist. Das ist nämlich einfach eine Möglichkeit für die neu zugewanderten Kinder, in diesem Fall Kinder aus der Ukraine, die Kriegsflüchtlinge sind,
den Einstieg in das deutsche Schulsystem zu ermöglichen und zu erleichtern. Der Fokus in einer Willkommensklasse liegt zuerst darauf, dass sie so schnell wie möglich die deutsche Sprache lernen, um nachher die Möglichkeit eben zu haben, in die regulären Klassen zu wechseln und vielleicht am Ende sogar Abitur zu machen. Wer arbeitet mit an dem Projekt Willkommensklasse? Also da sind einmal Sie als inoffizielle Klassenlehrerin. Genau, da sind eigentlich ganz viele Menschen beteiligt an der Organisation und an dem Unterricht. Angefangen mit der Schulleitung, die den ersten Kontakt zum Schulamt oder ich glaube, das heißt Integrationszentrum. Genau. Den ersten Kontakt da aufgenommen hat, weil sie weisen nämlich die Schulen den Kindern zu. Dann natürlich sind ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt in der Klasse unterrichten, daran beteiligt. Auch Frau, die schon an unserer Schule eine Integrationsklasse seit längerer Zeit leitet. Sie unterstützt uns mit Tipps. Aber auch viele Schüler, die selber aus der Ukraine kommen und schon Schüler am Heine sind, sprechen mich an und fragen, ob sie auf irgendwelche Weise aushelfen können. Also an dieser Stelle vielen Dank an alle, die beteiligt sind oder sich beteiligen möchten oder einfach Interesse daran haben. Ja, genau. Wo wird denn die Klasse unterrichtet? Hat die einen eigenen Klassenraum oder wie sieht das aus? Genau, sie werden immer in einem gleichen Raum unterrichtet. Sie sind im Anbau im Raum 106, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wie viele Schüler sind eigentlich in dieser Klasse? Das ist eine wachsende Klasse. Wir haben zuerst 10 Schüler gehabt am ersten Tag. Danach kamen noch 4 dazu. Jetzt sind wir 14, aber es kommen noch weitere Schüler dazu, sodass wir am Ende 18 haben werden. Aber das ist auch noch nicht Ende. Vielleicht kommen da noch welche dazu. Wie finden Sie denn das Projekt, also was da jetzt gerade gemacht wird mit der ukrainischen Klasse? Wie finden Sie das denn? Ich finde eigentlich super, dass es solche Projekte gibt. Und ich finde super, weil für mich, natürlich sagen wir, dass das Hauptziel davon ist, dass sie so schnell wie möglich deutsche Sprache lernen. Aber eigentlich unter anderem ist das Hauptziel, dass ein bisschen Normalität und Stabilität in das Leben dieser Kinder zurückkehrt, weil sie wurden nämlich aus der Normalität durch den Angriff auf ihr Land einfach gerissen. Und Schule ist ein wichtiger Ort, um diese Normalität eben wieder zurückzubekommen. Man hat einen ganz normalen Tagesablauf wieder. Und das finde ich sehr wichtig für die Schüler. Ich finde super, dass es diese Projekte gibt. Ich finde super, dass unsere Schule da so schnell reagiert hat und sehr unterstützerisch ist. Was für Fächer werden da eigentlich ungefähr so unterrichtet? Also ich wette, die müssen erstmal Deutsch lernen. Ja, genau. Wie gesagt, Hauptziel ist erstmal Deutsch. Sie haben 14 Stunden Deutsch in der Woche. Das heißt, jeden Tag entweder 2 oder sogar 4 Stunden Deutsch. Ja, das ist viel. Aber sie haben außer einem Mädchen zurzeit, das ganz gut Deutsch sprechen kann, können die anderen leider kein Deutsch. Es war ja natürlich, keiner war darauf vorbereitet, dass sowas passiert. Und sie lernen Deutsch so ganz normal wie in normalem Unterricht. Außerdem haben sie Englisch mit mir. Sie haben auch Mathe. Das wird auf Deutsch, Englisch und Gestensprache unterrichtet. Und sie haben auch Sport. Sport haben sie auch. Das ist auch gut, einen Ausgleich dann nochmal zu haben. Ja, genau, das ist wichtig. Auch Freitag, 5., 6. Stunde, letzte Stunde ist, glaube ich, Sport. Was kann besser sein? Das ist ein guter Abschluss. Ja. Also, was sind denn die Ziele der Klasse? Also Sie haben ja gerade schon genannt, dass Sie Deutsch lernen hauptsächlich, aber gibt es dann noch andere Ziele, die das Projekt anstrebt? Ich glaube, die 2 Hauptziele sind eben zuerst das Wichtigste, diese Normalität, den Tagesablauf wieder zurückzuhaben, sich sicher zu fühlen, wieder Freunde zu haben. Und dann natürlich deutsche Sprache, weil die deutsche Sprache ermöglicht, den Schülern nachher einen Abschluss an einer deutschen Schule zu haben. Ja. Also da sind die 2 Hauptziele, die wir hoffentlich zusammen alle erreichen können.
Wie schlagen sich die Schüler eigentlich schon? So, wie gut können die Deutsch? So, wie groß sind da die Fortschritte schon ungefähr? Ich würde die Schüler insgesamt als sehr offen, sehr energetisch, sehr motiviert beschreiben, nicht schüchtern. Ich finde, sie können mittlerweile auch schon mal ein kleines Gespräch auf Deutsch halten, was richtig gut ist. Aber es sind ja nur 2 Wochen vergangen. Ich bin leider seit 10 Tagen auch nicht mehr in der Klasse gewesen, weil ich letzte Woche wegen Corona in Quarantäne musste. Deswegen muss ich da erstmal nachholen und morgen werde ich schauen, ja, wie weit sie gekommen sind. Also mal kurz so einen Abruf machen, wie weit der Stand jetzt mittlerweile ist. Genau, ich werde direkt die Stunde auf Deutsch anfangen, eben nicht auf Ukrainisch, sondern auf Deutsch. Und ja, dann super. werde ich sehen, was sie genau gelernt haben. Die freuen sich mit Sicherheit darauf. Ach, die wissen das ja gar nicht, ne? Dass sie das auf Deutsch anfangen. Nein. Oh, eine kleine Überraschung. Sie würden mir wahrscheinlich noch auf Ukrainisch antworten, aber... Also, wie ist der Unterricht denn aufgebaut? Gibt es irgendwelche Grundlagen? So lernen die Grundschulmaterial oder schon Höheres oder... Sie lernen Deutsch als Fremdsprache, angefangen mit Zahlen, wie ich heiße, so wie ihr wahrscheinlich Englisch gelernt habt, damals vor mehreren Jahren. Ja. So läuft das ab. Das ist, was Deutsch angeht. Im Englisch, was ich unterrichte, ja, das ist natürlich anders. Die Schüler kommen aus verschiedenen Regionen des Landes. Einige kommen aus einer Großstadt, die anderen kommen eher aus einer kleineren Stadt oder aus dem Dorf. Und natürlich sind deswegen Sprachkenntnisse sehr unterschiedlich. Und Englischunterricht sieht jetzt nicht so wie ein ganz normaler Englischunterricht, weil wegen der Heterogenität in der Klasse muss man nach verschiedenen Lösungen schauen, wie man jedem Schüler oder den Bedürfnissen von jedem Schüler gerecht wird. Und da sind wir doch dabei. Das ist auch für die Schüler neu, aber auch für uns Lehrer ist die ganze Situation neu. Da müssen wir auch selber schauen, wie wir das am besten hinkriegen, dass jeder da abgeholt wird, wo er jetzt eben gerade ist. Würden Sie denn sagen, dass das im Moment, dass die Schüler das gut machen, dass sie da auch, was heißt Spaß dran haben, aber dass sie auch wirklich zielstrebig sind, dass sie sagen, die sind dabei, die lernen tüchtig, oder ist das eher so, die werden gezwungen zum Lernen? Also was ist gezwungen zum Lernen? Aber wir müssen ja zur Schule kommen, wenn wir eine Schulpflicht haben. Ja. Aber ich komme halt gerne zur Schule. Nur wir haben ja dieses Pflicht. Nur ist es bei den ukrainischen Schülern genauso, dass die wirklich gerne auch hier hinkommen und das machen? Oder würden Sie eher sagen, dass das ist, dass die kommen, weil sie die Chance haben oder müssen hier hinkommen? Also sie haben jetzt auch eine Schulpflicht, die sobald man in Deutschland angemeldet ist, offiziell und ist unter 16, wenn mich nicht irre, greift Schulpflicht an. Ja. Das heißt, sie müssen zur Schule kommen, aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass sie auch hier gerne sind. Die haben schon sehr schnell, sogar nach ein paar Tagen, sich alle befreundet und wollten sogar einmal, nachdem Unterricht vorbei war, eben noch kurz zusammen an der Schule bleiben und was spielen. Ja. Was zeigt natürlich, dass sie sich auch untereinander sehr gut verstehen. Ich habe den Eindruck, sie kommen hier gerne. Man muss aber auch beachten, es sind so viele Sachen in dem Leben von diesen Kindern passiert. Sie müssen selber erstmal den Weg in die Normalität finden und dann obendrauf kommt jetzt noch die deutsche Sprache, die sie lernen müssen. Vielleicht haben manche das Gefühl, warum muss ich das jetzt lernen? Eigentlich würde ich lieber nach Hause. Ja. Ich kann mir vorstellen, diese Gedanken tauchen bei manchen auf. Aber wir sind da, um sie zu unterstützen und hoffentlich werden die zur Schule nicht mit dem Gefühl kommen, ich muss hier sein, sondern ich bin hier gerne. Das ist unser Ziel. Wie alt sind die Kinder eigentlich? Sie meinten ja gerade, dass man so ein bisschen auch so individuell bei jedem gucken muss, so ja, genau. Wie man daran geht. Ich glaube, es wurde insgesamt versucht, darauf zu achten, dass sie im gleichen Alter sind, aber es ist natürlich nicht möglich, dass nur Kinder aus dem Jahrgang 8 hier sind. Wir haben insgesamt Kinder zwischen 14 und 16, was aber auf schulische Verhältnisse heißt Klasse 8, 9 und 10 und zwischen Klasse 8 und 10 in Mathe und in Englisch gibt es schon natürlich Wissensunterschiede.
Deswegen eine der Herausforderungen, wie kriegen wir das am besten hin, dass jeder wird gefordert und gefördert und nicht eben und langweilt sich nicht im Unterricht. Ja, also Sie sind jetzt die Klassenleitung, dann wollten wir mal sagen, wie Sie den Job denn finden. Finden Sie, das macht Ihnen Spaß? Sind Sie gerne Klassenlehrerin von der ukrainischen Klasse? Oder wie sieht das aus? Oder ist es eher so mit Stress verbunden, jetzt so auf einmal ganz viele Kinder so auf einen Wissensstand zu bringen? Alles. Insgesamt an der ersten Stelle mache ich das ja natürlich sehr, sehr gerne, weil ich befinde mich, auch wenn ich hier bin in Deutschland, ich befinde mich trotzdem in einer Situation, die ich manchmal mit Wörtern gar nicht beschreiben kann. Das ist eine Situation, in welche die Gefühle solche Gefühle wie Hilflosigkeit, Ungerechtigkeit, Wut, Ärger, Sorge, aber auch Trauer, die überwältigen dich jeden Tag, wenn du siehst, was in deinem Land passiert. Und eine der wenigen Sachen, die dabei helfen, ist, sich für etwas zu engagieren. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, hier auszuhelfen und das für die ukrainischen Schüler ihren Einstieg in das deutsche Schulsystem zu ermöglichen und zu vereinfachen, damit sie sich vielleicht wohler fühlen, weil sie einen Ansprechpartner haben, den sie auf ihrer Sprache versteht, das freut mich sehr. Und ich habe auch so ein Gefühl, als ob ich auch indirekt auf irgendwelche Weise meinem Land helfen kann, weil viel bleibt mir nicht übrig. Das, was ich machen kann, und das mache ich sehr gerne. Also auch ein bisschen Stolz ist damit verbunden? Auf jeden Fall. Es sind sehr, sehr viele Gefühle, die wirklich schwer zu beschreiben sind. Ich bin aber froh und glücklich, dass ich das machen kann. Was gefällt Ihnen denn eigentlich noch so an dem Projekt? Klar, Sie können ganz vielen Kindern helfen, so hier ein bisschen Bildung abzukriegen und so Deutsch zu lernen. Aber gibt's auch irgendwas, was Sie an diesem Projekt verbessern würden? Denn es ist ja jetzt noch ganz neu, ganz frisch. So, das gibt's ja erst seit ein paar Wochen an der Schule. Genau. Ja, das hast du richtig gesagt. Es ist ganz frisch. Deswegen nach ungefähr 2 Wochen und einer Woche, die ich in Quarantäne verbracht habe, würde ich erstmal sagen, ich wüsste nicht, was ich Stand heute verbessern kann. Aber das ist alles für uns neu. Es werden sich bestimmt Sachen herausstellen in der Zukunft. Was ich aber jetzt schon sagen kann, das ist nicht, ich finde das schlecht, sondern das ist eine Herausforderung, davon habe ich schon gesprochen, eben diese Heterogenität in der Klasse. Ja. Weil viele ein Schüler kommt aus einem Gymnasium in der Großstadt, der andere Schüler aus einer Kleinstadt. Es ist schwierig. Wir sind zwar natürlich als Lehrer, wir haben es gelernt, wie man in einer heterogenen Klasse unterrichtet. Alle Klassen sind heterogen, aber in diesem Fall ist das noch eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich nehme das aber als Herausforderung, versuche da eine beste Lösung zu finden. Manchmal ist es durch Trial and Error. Etwas klappt, etwas nicht klappt, dann wird nächstes Mal besser. Und so funktioniert das. Ja, also wir werden jetzt auch mit unseren Fragen am Ende. Und jetzt darf ich mal den Abspann machen. Aber bevor sagen wir erstmal vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ja, stimmt. Das haben wir vergessen. Da fängt schon an. Das ist nämlich mein erster Abspann, den ich jetzt mache. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Danke für die netten Infos. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Genau, dann fange ich jetzt mal an mit dem Abspann. Ne? Also immer auf die Schulhomepage gucken, hhg-oberhausen.org. Und auf iSurf, da gibt's nämlich ganz oft was Neues und was Wichtiges, da könnt ihr gerne drauf gucken. Ihr müsst definitiv unseren Podcast abonnieren, mit jeder Podcast-App Heinefunk suchen oder die Adresse heinefunk.de eingeben. Und dann könnt ihr uns sehr gerne abonnieren oder müsst, damit das läuft. Wir sind aber auch auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und YouTube zu finden. Auf YouTube leider nur mit einem Standbild, da hört man uns leider nur, aber ja, besser als nichts. Und zu sehen sind wir auch auf Instagram, Facebook, Twitter. Wer uns schreiben möchte, kann uns gerne erreichen unter heinefunk@heinefunk.de. Wir freuen uns immer über Feedback oder neue Folgenideen und ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums.
Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de.